Warum einen beliebten Dart vorstellen, wenn es doch aktuell zwei gefragte gibt? Ich habe hier die Stephen Bunting Generation 5 und die Joe Cullen RS1. Der eine von Target, der andere von Winmau. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein, aber jedes Set hat seine individuellen Stärken, auf die ich in diesem Video eingehe. Aber ich dachte mir, ich mache es ein bisschen spannender und schaue auch mal auf allgemeine Sachen, wie zum Beispiel Preis, Verpackung, verfügbare Varianten. Na und natürlich, wie sich das Original-Setup spielt. Bleibt bis zum Ende dran, ich habe noch eine Überraschung für euch, aber jetzt geht's erstmal los mit den Darts von Stephen Bunting und Joe Cullen. Okay, hake ich einmal den allgemeinen Vergleich ab. Target Stephen Bunting Generation 5. Preis rund 100 € für 95% Tungsten-Darts mit Diamond Pro Swisspoint-Spitze. Winmau Joe Cullen RS1. Preis rund 75 € für 90% Tungsten-Darts mit schwarzer Standardspitze. Preislich ein klarer Unterschied und belegt wieder den Trend bei neuen Spielerdarts eher hochpreisig. Auf der anderen Seite könnt ihr teils auch hier schon Geld sparen. Ich habe zum Beispiel den Bunting für 90 €, also 10% günstiger bekommen im McDart Flash Sale. Für die Joe Cullen RS1 habe ich sogar mit 60 € 20% weniger gezahlt im Summer Sale auf dartsbazaar.de. Lasst euch da gern den Dartsgate Newsletter ins Haus flattern, da habe ich nämlich regelmäßig alle Launchprodukte und Preisaktionen drin. Link ist unten in der Videobeschreibung. Einmal klicken, künftig Bescheid wissen und wo es geht, sparen. Was die verfügbaren Varianten anbelangt, den Bunting Generation 5 gibt es jetzt natürlich im Gewicht, das The Mantle auch spielt. 18 Gramm, sowohl Soft als auch Steel Tip und dann in 22, 23 und 25 Gramm Steel Tip. Bei den Joe Cullen RS1 fällt die Auswahl geringer aus. 20 Gramm Soft Tip und 22, 24 Gramm Steel Tip. Das scheint bei Winmau eine neue Richtung zu sein. Weniger Gewichtsvarianten, dafür teurer anbieten. Die Ignition kam in 21, 23 Gramm, die 85% Pro-Variante, also die günstige, in 23, 25 Gramm. Und ich will ehrlich sein, hätte ich die RS1 jetzt nicht im Angebot bekommen, dann wären mir 75 € ein bisschen zu viel. Allerdings finde ich auch so rund 100 € für die Stephen Bunting auch so einen Ticken drüber, so 80, 85 €, da würde ich mich wohler fühlen. Kurz zu den Verpackungen, na klar, das Auge ist mit, gerade für Sammler. Target mit Premium Package in schwarz-weinrot, Aufklappdeckel, schöne Bilder. Cover finde ich aber ein bisschen unglücklich dunkel, also Stephen Bunting wirkt darauf eher wie Stevie Wonder und außer ein paar Kugeln, also Bullets, kann ich hier kaum was erkennen. Besser gefällt mir da ehrlich gesagt die Rückseite der Verpackung, Darts und Inhalt schön zu sehen, geht doch. Winmau, Giha, wie bei Red Dragon, dieselbe Packung, immer wieder dieselbe Verpackung. Das mit dem Fenster und dass man die Darts direkt sieht, das ist schön, das gefällt mir, aber mal ein neues Spielerbild, bisschen angepasstes Farbschema, irgendwas würde ich mir zumindest wünschen. Nun gut, jetzt geht's ans Eingemachte und die Hauptakteure, die Darts und Setups. Die Stephen Bunting Gen 5, ja leck mich fett, was sind die Dinger schön. Also ich muss meine Top-10-Liste der schönsten Spielerdarts anpassen. Der Bunting ist für mich da ganz weit vorn, so wie er aus der Box kommt. Rundum sehr, sehr schöne Darts. Das ist für mich ungefähr genauso schön wie die Roman Benecki von Mission. Hier gefällt mir optisch echt alles. Von der Diamond Pro Spitze über das Barrel, den Pro Evo Shafts mit diesen Alu-Ansätzen und die sehr schönen Flights. Volle 10 von 10. Die Joe Cullen RS1 gefallen mir so in echt vor mir liegend tatsächlich besser als auf den Internetbildern. Sind nicht ganz so aggressiv im Grip wie die Ignition, aber ein wenig mehr als die Special Edition, mit der sie für mich auch die meiste Ähnlichkeit haben. Ich würde sagen, genau dazwischen angesiedelt, was jetzt Grip anbelangt. Ist auch mit den sich abwechselnden Cuts hier vorne wie hinten sehr schön gemacht. Auch der mittlere Bereich mit dieser ganz feinen Mulde und dem feineren Ringgrip, schön. Die Tapered Nose mit ganz geringer Kante und den Ringen drin, auch schön. Vektorschäfte und die Flights in Rot so Spiegelsilber, ist nicht so meins, wirkt ein bisschen retro, aber es gibt ja einige geile Flights von Joe Cullen, also was soll's. Optisch für mich insgesamt 6, 7 von 10. Im Gegensatz zu den Bunting Darts aber grip-technisch interessanter, weil ich schon weiß, dass das für mich und einige andere gewiss besser funktionieren wird als die Bunting, die erstmal sich für Frontgripper empfehlen, aber wer in der Mitte oder hinten greift, da wird der Rest wirklich schauen müssen, ob das mit quasi gar keinem spürbaren Grip im hinteren Bereich dann taugt. Na und damit kann ich doch genau zu den Spieleindrücken rübergehen und euch ein paar Aufnahmen zeigen, die ich mit beiden Dartsets natürlich auch gemacht habe. Okay, also ein paar Aufnahmen aufs Board. Ich dachte mir so, ich mache so 3 Würfe auf die 20, dann 2 auf die 19, 1 in die Mitte, also auf Bull. Dann gehe ich mal 2, 3 Aufnahmen auf meinen Lieblingsdoppel 10 und versuche dann zum Abschluss mal so einen Check über Tops. Dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, ob man mit diesen Darts auf Anhieb gut oder eben nicht ganz so gut
zurechtkommt. Erstmal überhaupt den richtigen Schwung, richtige Höhe finden, ist so ein Thema. Ich sehe für mich schon am Steckwinkel, sind die mir so ein kleines bisschen zu steil. Die hätte ich gern flacher an Bord, aber mit dem Original-Setup bei mir ist es halt so, wie es ist. Das war jetzt für die Aufnahme, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die Höhe muss man sich da so ein bisschen ausbaldowern. Für die 20 oben würde ich sagen, okay, das klappt, da kriegt man jetzt relativ schnell das richtige Feeling und auch langsam die Gruppe. Jetzt gehe ich mal runter auf die 19, da wieder sehr faszinierend, wie das so funktioniert. Ich ziele aufs Triple und komme vollkommen weit unten an. Also das ist nix und ich glaube der dritte auch meilenweit weg. Zwar jetzt in der Höhe langsam korrigiert, aber das ist genau das Ding. Man könnte ja meinen, ja, der Dart ist halt frontlastig, ne? Vorne ein bisschen dicker, hinten tapert, aber in der Tat ist er mit diesem Setup sehr mittig ausbalanciert. Das ist bei mir aber einfach eine Sache von meinem Schwung und wie ich werfe. Ich habe gemerkt, dass ich bei den Bunting, weil ich hinten auf diesem glatten Bereich greife, einfach nicht so richtig rauspushen kann und deswegen auch vom Zielen her ein bisschen über dem eigentlichen Ziel anpeile, so wie hier, dann passt es aus. Ich habe über dem Triple 19er Draht eigentlich gezielt und dann ist er drin. Das ist für mich auf jeden Fall sehr ungewohnt. Und gut, bei den großen Standard-Flights, da gehst du dann im Prinzip, wenn er ein bisschen steiler steckt, direkt auf die Flights. Hier war ich jetzt einmal drunter, einmal drüber. Deswegen, das hat dann nicht so gut funktioniert. Ist wirklich eine Gewöhnungssache. Bullseye klappt eigentlich immer ganz gut, weil das ist quasi nur direkt gerade, zack, Arm runterfallen lassen, 2 von 3. Das passt, das ist in Ordnung. Doppel 10, da sehe ich es schon wieder, also untere Bordhälfte für mich wirklich ein bisschen ein Thema. Der erste kommt ja schon auch viel zu tief. Der zweite, ich glaube, am Flight hängen geblieben, also ich komme da gar nicht drüber. Und der dritte, vergiss es. Aber genau das ist hier bezeichnend, dass ich sage, okay, dann muss ich mich einfach an die Darts gewöhnen und den ja hinten nicht vorhandenen Grip. Mir hilft beim Pushen ein kleines bisschen die Tapered-Form, aber ich habe so eine Angewohnheit, noch ein bisschen mit dem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, quasi vom Zeigefinger, den Fingerknöchel, den lege ich gern so an die Seite des Darts und wenn ich da ein bisschen mehr Grip habe, dann kann ich den Dart auch noch ein bisschen mehr Schwung geben, wenn ich ihn eben auf einen anderen Dart mit draufziehen will. Hier gehe ich jetzt mal bewusst eher, sage ich mal, in Richtung 6, dann kommt der Dart für mich zumindest hier auch mal ins Ziel. Den dritten können wir vergessen, habe ich schon wieder vergraddelt, aber das ist, wie gesagt, in der unteren Bordhälfte habe ich gemerkt, ich muss eigentlich höher zielen, als ich das normalerweise möchte. Bei der 20 genau das gleiche. Hier habe ich mich jetzt im Prinzip an dem Bulls-Logo da oben orientiert und schwupps war der erste in der 20. Dann aber versuche ich wieder mit Schwung eben auf diese Darts zu gehen und das klappt nicht. Ganz anders für mich die Joe Cullen. Klar, die sind von Anfang an gleich mal ein bisschen griffiger. Ich sehe direkt beim ersten Dart Steckwinkel, das ist tatsächlich das, was mir gut gefällt. Relativ gerade im Board, zack, direkt eine 100. Und hier wieder sehr interessant, der Dart ist sogar ganz leicht kopflastig mit dem Original-Setup. Also das ist eigentlich ein Ding, hätte ich vorher jetzt so gar nicht vermutet. Ich hätte genau andersrum gedacht. Aber ich merke auf jeden Fall, der kommt für mich schneller ins Board. Ich habe ein bisschen Druck, auch wenn das jetzt natürlich keine perfekte Aufnahme ist, aber das ist vom Feeling für mich mit dem Grip gleich einfacher, da meinen Punkt zu finden und wenn ich eben will, da auch ein bisschen Schwung zu geben. Der war jetzt, glaube ich, in der 1, aber der zweite, zack, immerhin 2 Triple schon in der dritten Aufnahme. Also das ist für mich, wo ich sage, okay, ich glaube, die gehen ganz gut. Runter auf die 19. Das ist jetzt zwar nicht das Triple, aber ich meine, genau, da kommen die relativ gut und gleich auf denselben Punkt. Das sieht ja soweit ganz gut aus. Irgendwie ein bisschen Flight Deflect mit dabei, war jetzt, glaube ich, in die 3, aber ihr seht, wohin die Reise da für mich geht, ne? Vom Feeling, ich finde meinen Punkt, ich kriege da meinen Schwung. Da stimmt jetzt ein bisschen die Höhe, aber leider die Richtung nicht so ganz. Aber so grundlegend, das ist einfach für mich vom Feeling her und vom Grip wirklich schon mal gleich eine Nummer besser. Bullseye habe ich ein bisschen zu tief angesetzt, aber es macht nichts, weil der flacher steckt, komme ich da einmal drüber, zack, ins Bull, also Halbbull und dann auch nochmal drüber gesteckt, funktioniert für mich. Was ich ganz gerne mag, wenn einer so ein bisschen steckt, dass ich sowohl drüber wie auch drunter komme, wenn die eher gerade im Board sind. Doppel 10, der war natürlich noch nix, der zweite ist aber schon genau in der Mitte, wie ich ihn haben will, eigentlich ganz cool. Der nächste,
drauf folgen lassen, ist jetzt innen am Draht. Aber das ist wirklich schon echt ein besseres Feeling. Läuft für mich besser mit den Kallendarts, ganz eindeutig. Der erste drin, der zweite drin, der dritte, ja, vergiss es, ich glaube außerhalb. Aber grundlegend fühle ich mich hier schon mal deutlich wohler. Darum jetzt über Tops einfach mal über 19 für Tops zum Check. Und zack, der ist wunderschön mittig, genauso wie ich es ganz gerne hätte oder haben möchte. Und der zweite auch sofort drin. Also das sind doch schon Darts, wo du sagst, wow, okay, damit fühle ich mich wohl. Zwei schöne Dartsets, ohne Frage. Der Stephen Bunting optisch natürlich absolute 10 plus, da gibt es gar nichts. Vom Preispunkt, ja, kleines bisschen zu hoch angesetzt. Da fände ich jetzt eher so 80, 85 Euro die passendere Region. Vom Spielgefühl her natürlich nicht ganz so mein Dart. Der ist mir hinten einfach zu glatt. Ich greife gern in der Mitte, also um den Schwerpunkt rum. Aber ich kriege den hier und da in der Höhe dann doch nicht so rausgepusht, wie ich das manchmal für mich brauche. Nichtsdestotrotz, wirklich schöne Darts, soweit auch toll zu spielen. Tendenziell natürlich eher was für Frontgripper. Und Mid- und Rear-Gripper, die ganz, ganz wenig oder gar keinen Grip mögen, okay, mal ausprobieren. Wer da aber wirklich ein bisschen mehr Grip braucht. Ganz klar, vollkommen andere Darts, die Joe Cullen RS1. 75 Euro, naja, im Vergleich zu den bisherigen Joe Cullen Darts auch so ein kleines bisschen too pricey. Aber wenn es die mal im Angebot gibt, tolle Darts, vor allen Dingen zum Spielen. Vorne Grip, in der Mitte Grip, hinten Grip, dazu diese ganz, 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 ganz leichte Mulde in der Mitte und die Form, die wirklich schnell und schöne Referenzpunkte gibt. Etwas schade, dass es den nicht in 23 Gramm gibt. Aber im Gegensatz zu den Ignition, die mir ein kleines bisschen zugriffig waren, muss ich schon sagen, jetzt wo ich den mal ein bisschen ausprobiert habe, gefällt mir der RS1 wirklich gut. Leider die Gewichtsauswahl halt ein bisschen eingeschränkt. Aber ihr habt es in den Aufnahmen auch gesehen, vom Spielerischen liegt mir der Cullen auf jeden Fall besser. Aber das sind ja nur meine Eindrücke. Jetzt zählen eure. Denn auf geht's zur Überraschung. Welche Darts liegen euch mehr, gefallen euch besser? Bunting Generation 5 oder Joe Cullen RS1? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und ich verlose unter allen Teilnehmenden einmal die neuen K-Flex Flights von Luke Littler, ebenso in der neuen praktischen K-Flex Box. Also gerne mitmachen, wenn du was gewinnen möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr gerne über ein Like oder auch ein Abo. Hier gibt es regelmäßig weiteren Darts-Content. Schau dazu gerne auch mal in die weiteren Videos hier rein. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen im nächsten Video und bis dahin, tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.